Servus und herzlich willkommen bei ARS24, eurem Online-Shop für den guten Sound im Auto. Und wir machen heute für euch ein neues Doppel-DIN-Autoradio in ein Mini One R55 oder R56, die Serie auf jeden Fall. Das hier ist ein Baujahr 2009 und wir bauen hier ein Doppel-DIN-Radio ein. Man könnte ja am Anfang meinen, das geht gar nicht bei dem Auto, weil das ist ja alles verbaut. Wir haben hier, also damit das mal so ausschaut, müssen wir ein bisschen was machen. Und ich zeige euch natürlich in diesem Video ganz genau, wie es geht. Bei unserem Mini muss man ja doch einige Schrauben rausdrehen, um diese Mittelkonsole zu lösen. Und da haben wir gedacht, wir machen gleich noch eine Challenge mit dazu. Unter allen, die die richtige Anzahl der rausgedrehten Schrauben unten kommentieren, verlosen wir einen 100 € Einkaufsgutschein plus QI-Ladeschale, die an jedem Autoradio mit angeschlossen werden kann, der einen USB-Ausgang oder Eingang hat. Und die Verlosung geht genau eine Woche nach Veröffentlichung von diesem Video. Viel Glück! Fangen wir einfach mal an. Am besten obendrauf diese zwei, das sind so Manschettendinger drin, die kann man hier entriegeln und nach oben rausziehen. So, da fährt man bloß einmal rein, drückt es nach vorne und hat es auch schon in der Hand. Das sind kleine Verkleidungsteile für zwei Löcher, und zwar für Schraubenlöcher. Und fangen wir gleich mal an. Das sind wahrscheinlich eigentlich 20er Torx, aber ich nehme einen 15er, weil der passt tatsächlich bei den Schrauben besser. Und da unten drin sind zwei Schrauben. Und die müssen wir jetzt so rum rausschrauben. Ich habe jetzt auch auf meine Torx-Spitze ein bisschen Bitumenband drauf gemacht, damit die Schraube da auch dran haftet. Also war nicht auf Anhieb, aber besser als ohne. Weil dann kriegt man sie gleich mit raus und das gleiche machen wir auf der Seite. Als nächstes können wir mal den Deckel hier aufmachen und diese Verkleidung hier rausmachen. Die ist nur geklippt. Das können wir mit unserem Entriegelungswerkzeug wegmachen und entfernen. Das gleiche machen wir hier drüben mit dieser Blende, die ist auch bloß geklippt. Da können wir mal den Lenker ganz nach unten machen und mit dem Hebelwerkzeug unten reinfahren. Und zwar ganz unten rein. So. Und da entriegelt sich das Ganze. So, einmal hier und einmal da drüben. Und ich glaube noch einmal unten drunter. Genau. Und jetzt können wir das Ganze hier rausnehmen. Damit haben wir jetzt erstmal 4 Schrauben freigelegt. 1, 2, 3, 4, die man ganz offensichtlich sieht. Und mit unserem Bitumenbad vorne an der Torx-Spitze bleibt die Schraube dann auch gleich dran haften. Oder auch nicht. Doch, hier. So. Und jetzt können wir die 4 natürlich alle mal rausmachen. Nächster Schritt. Wir können jetzt das Ganze, die Verblendung von dem Tacho lösen. Merkt man gleich, das geht alles recht easy jetzt. Und jetzt können wir es nach vorne rausziehen. Und da oben muss noch ein Stecker gelöst werden. Genau, und da sieht man jetzt auch diese 2 Haltenasen, die oben eingeführt sind, die in die Richtung rausgezogen werden müssen. Jetzt lösen wir die 2 Blenden hier, indem wir mal da oben die Schraube aufmachen und hier drüben 2 Stück. Und jetzt müssen wir das Ganze noch von unten lösen. Damit wir die Blende wegmachen können, sind unten 3 Schrauben drin. Jetzt müssen wir die Verblendung hier noch wegnehmen, die oben geklippt ist und unten mit 3 Schrauben, genauso wie auf der anderen Seite, die 3 Schrauben hier gelöst werden müssen. Und jetzt können wir oben mit einem herzhaften Ruck das Ganze wegklippen, weil hier sind die 4 Clips, die das ganze Ding gerade noch gehalten haben und die 3 unteren Schrauben, die wir gerade gelöst haben. Jetzt kommen wir an eine Schraube noch, die dieses Teil hier hält, auch von unten dran. Und die auch raus. Jetzt können wir mit dem Entriegelungswerkzeug den Deckel an der Seite wegmachen. Nur hier reinfahren und klick, haben wir es in der Hand. Mit 1, 2, 3 Clips war das festgemacht. Das gleiche auf der Beifahrerseite.
aus, schau hier. Also obwohl der Mini ja eigentlich ein deutsches Auto ist, komme ich mit diesen Schraubgrößen noch nicht so ganz klar. Ein 20er Torx passt zwar irgendwie so ansatzweise ran, ja, also ich kann die Schraube auch lösen, aber der kommt nicht ganz in die Führung rein. Mit meinem 15er komme ich ganz rein, der hat aber ein bisschen Luft, aber ich fühle mich damit einfach wohler. Also ich nehme jetzt einen 15er weiterhin, der funktioniert super. Da müssen wir auf der rechten und auf der linken Seite, rechts von der Seite hier, jeweils 2 Schrauben lösen und damit sind wir schon durch. Damit wäre jetzt rein theoretisch die Konsole alles schon so weit auseinander, dass wir das jetzt wegnehmen können. Wir verschaffen uns aber noch ein bisschen mehr Platz, weil das muss jetzt nach unten ausgehebelt werden. Das heißt, wir machen die Mittelkonsole mit 3 Schrauben, einmal, zweimal, dreimal auf und können das Ganze ein bisschen nach hinten lupfen. Dazu muss aber die Gummitülle, die da am Boden liegt, rausgemacht werden, sonst sieht man nämlich das Schraubloch gar nicht. Im ersten Moment denkt man sich, welche Schraube, aber Deckel weg und schon haben wir unsere 20er Torx oder 15er Torx, wie ihr möchtet. Und am Ende der Mittelkonsole auch nochmal beim Flaschenhalter. So, das war's. Das Ding kann man jetzt wegnehmen, Handbremse anziehen und dieses Stückchen können wir jetzt auch noch rausmachen, indem wir mit einem Auswurfwerkzeug entriegelt das Ganze. Dann kann man das ein bisschen hochlupfen. Jetzt können wir die Mittelkonsole nach hinten lupfen. Und jetzt habe ich doch tatsächlich schon vergessen, dass da unten, da ist so eine Gummimatte, die kann man rausmachen. Und da unten ist tatsächlich ja noch eine Platte, die müssen wir natürlich auch noch lösen. Da können wir da oben reinfahren und das Ganze rausklippen. Das sind auch nur die 2 Clips hier drin. Da drin ist jetzt noch ein 30er Torx, den müssen wir jetzt noch lösen. Den hier in der Mitte und alles andere lassen wir mal unberührt. Jetzt können wir, die Mittelkonsole ist nämlich jetzt komplett leer und die können wir jetzt nach vorne rausziehen. So und so, ein bisschen nachhelfen mit den Teilen hier, weil die sind miteinander verkeilt. Also das muss bloß so auseinandergenommen werden und schon haben wir. Jetzt müssen wir nämlich die Mittelkonsole auch so nach hinten tun und da können wir jetzt das Ganze hier vorne lösen. Und dazu können wir jetzt 2 Stecker lösen. Schaut mal hier rein, da ist so ein Entriegler. Ich zeige euch das hier nochmal. Der muss hier eingeklickt werden und der Hebel nach vorne geschoben werden und dann löst sich der Stecker hier hinten raus. Also kein Problem, das haben wir 2-mal das Thema. So, ganz umklappen und rum. Und jetzt haben wir noch einen Stecker, keinen Schalter, der dieses Innenlicht hier, also das kleine dezente Beleuchtungsteil hier, versorgt, können wir auch abstecken und damit haben wir die Mittelkonsole schon mal in der Hand. Dann machen wir jetzt noch Tacho und Multimedia-Einheit raus, ob sich das nicht mal Multimedia-Einheit schimpfen darf, ist ja nur ein Autoradio. Dazu haben wir noch ein paar Schräubchen hier offensichtlich vorne dran, eins rechts und links vom CD-Player. Dann haben wir ganz oben drauf ist noch eine senkrecht runtergeschraubt. Und jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4 Schrauben um den Tacho drumherum, an die wir jetzt sehr gut drankommen. Und jetzt können wir die ganze Einheit hier rausnehmen, oben abstecken, genau, bloß so einmal entriegeln. Und jetzt haben wir da unten unseren Hauptanschlussstecker, unseren Quadlock, der wird unten mit so einem Hebel entriegelt. Ja? Also dieser Hebel, der muss nach oben gezogen werden und dann kann man ausstecken. Und hier beim Antennenstecker muss man diesen kleinen Pin nach oben ziehen. Und dann Hebelwirkung und dann kann man das auch abstecken. Die Aufnahmezeit waren jetzt gerade 20 Minuten, um das ganze Ding komplett zum Zerlegen. Also das halten wir einfach mal fest. Ich denke, ein Laie, der das zum ersten Mal jetzt macht, braucht vielleicht eine halbe Stunde mit dieser Videogeschichte. Aber wir sind jetzt hier so weit fertig, dass wir mal sagen können, wir können jetzt die Komponenten langsam austauschen und verändern. Dann ist es jetzt mal an der Zeit, euch zu zeigen, was wir eigentlich einbauen, ganz konkret und was da alles dazu gehört.
Das ist einmal unser Doppel-DIN-Gerät, natürlich mit Apple CarPlay, mit USB, mit Bluetooth und so weiter. Alles richtig cooles Gerät. Das haben wir auch bereits in einem Produktvideo euch genau erklärt. Wir haben das auch in verschiedenen Einbauten ebenfalls schon mal eingebaut. Wer da nachgucken mag, da mache ich euch da oben einen Link rein als Infokarte. Wir brauchen dazu ein Bluetooth-Mikrofon, wo wir noch installieren müssen. Wir brauchen eine GPS-Antenne, die installieren wir. Also liegt alles im Lieferumfang von dem Gerät dabei. Und eine USB-Verlängerung, die müssen wir auch noch einbauen, beziehungsweise jetzt im Auto vorinstallieren. Wir haben, das kennt ihr ja schon, das ist die Konsole, die wir gerade eben rausgebaut haben. Und das ist unsere neue Doppel-DIN-Konsole. Naja, ihr seht schon, hier haben wir jetzt Platz, um dieses Multimedia-Gerät da einzubauen. Das heißt aber auch, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen diese Einheit hier rausschrauben und hier installieren, um danach nur noch diese Blende einzubauen. Und die tun wir ganz auf Seite. Da kommen wir ja jetzt gleich noch dazu. Wir haben auch noch einen, also übrigens, diese Blende habe ich euch unten im Videobeschreibungstext natürlich verlinkt. Kann man sich selber zulegen und selber machen. Und den passenden CAN-Bus-Adapter auf die Anbindung auf den Mini habe ich euch hier auch. Da mache ich euch auch einen Link unten in den Videobeschreibungstext mit rein. Der macht auch die Töne, wie sagt man dazu, die Warntöne und so weiter vom Fahrzeug, was normalerweise übers Originalradio läuft, was ja jetzt dann praktisch totgelegt wird und auch hier ausgebaut wird, weil der Platz dafür nicht mehr da ist. Ein kleiner Piezo, der wird ebenfalls noch mit hier integriert, das ist gar kein Aufwand, der gibt die Töne dann wieder. Und wir haben einen Antennensplitter für den DAB-Empfang. Der ist bei uns im Fahrzeug mit dem Splitter problemlos möglich, ihr habt einen gigantischen Empfang. Ebenfalls unten im Videobeschreibungstext. Wie wir das Ganze nachher einbauen, das zeige ich euch ja jetzt dann ganz konkret. Und damit habe ich euch eigentlich schon fast alles vorgestellt, was wir jetzt dann eigentlich einbauen. Ja, dann machen wir das halt samt diesem Blechrahmen, den zeige ich euch ja auch gleich. Wir bauen jetzt die Einheit hier raus, damit wir sie switchen können. Da unten ist auch noch dieses Ambiente-Licht mit drin. Das heißt, das können wir auch noch mit rausmachen. Das kann man von vorne bloß entriegeln. Von vorne unten reinfahren und entriegeln und das Ganze von hinten wieder entnehmen. So, damit haben wir das Licht schon mal auf der Seite. Und jetzt bauen wir mit 4 Schrauben die Einheit hier raus. Voilà, können wir das gute Stück ganz auf die Seite legen und in das Neue hier einführen. Und ihr seht schon, das liegt jetzt natürlich weiter unten. Und von hinten wieder dagegen schrauben. Und dazu nehmen wir jetzt bitte tatsächlich die Schrauben, die im Set dabei liegen, weil die alten Schrauben ein bisschen länger sind und eventuell vorne durchkommen könnten. Also bitte hier aufpassen. Und da brauchen wir jetzt einen Kreuzschlitz. Wunderbar, hier ist alles cool. Bitte prüft, bevor wir jetzt weitermachen, ob soweit sich alles gut bewegen lässt. Vielleicht gibt es manchmal Ungenauigkeiten bei der Produktion, aber hier ist alles tipptopp. Eventuell, falls mal irgendwelche Hebel nicht richtig funktionieren, hilft es auch schon, die Schrauben vielleicht nicht ganz so fest zum Ziehen, dass noch ein bisschen Spiel bleibt. Aber bei uns ist alles tipptopp. Die neue Radioblende hat, warum auch immer, da hinten noch kein Loch drin. Da, wo die mittlere Blende festgeschraubt wird, also die Blende in der Mitte festgeschraubt wird, das müssen wir noch schnell nachholen. Für unser Licht hat die Blende leider auch noch keine Vorbereitung drin. Also wem das zu viel ist, kann das auch eventuell weglassen. Der hat da dran eine schlechtere Ausleuchtung. Ich mache da jetzt aber noch ein kleines Loch rein und baue mir diese Lampe hier wieder mit rein. So. Genau. Und das Ganze können wir ja von hinten mit Heißkleber auch noch da dagegen machen. Fixieren und fertig. Einmal komplett umgebaut. Naja, schaut eigentlich ziemlich ähnlich aus, würde ich sagen. Jetzt müssen wir noch den Tacho von unserem alten Mini-Autoradio trennen. Und dazu können wir die Platte hier unten, das muss ein bisschen nach innen rein, das ist wie so eine Entriegelung, kann man das jetzt nach unten ziehen. Und jetzt müssen wir das Flachbandkabel hier aushängen, indem man die Leiste nach unten klappt und dann kann man das ganze Kabel nach außen ziehen. So, und da ist das Kabel. Und jetzt können wir natürlich auch alles wegmachen.
Dadurch, dass wir die Radioeinheit ja jetzt getrennt haben, also da, wo der CD-Schacht dran ist, der versorgt natürlich auch die Tasten, oder für den waren auch die Tasten zuständig, und das Display, das ist jetzt tot. Und wer sagt, ja, mir ist das egal, ich lasse es jetzt so, weil ich bediene es halt jetzt einfach unten drunter, der kann das jetzt einfach so lassen. Vielleicht gibt es aber auch in Zukunft von unserem Anbieter, wo wir auch die Radioblende her haben, ein zusätzliches Modul, habe ich nämlich angeregt. Wenn, dann wäre das aber dann im Bild mit dabei, ihr würdet es sehen beim Bestellen, dass eben so ein Modul hinten ausgetauscht wird, indem man die 4 Schrauben löst, das ganze Teil hier rausmacht und das andere Modul reinmacht, und dann füllt es das einfach mit schwarzer Fläche auf. Ob das jetzt schöner ist oder nicht schöner ist, müsst ihr selber entscheiden. Ich glaube, es langt auch so, wenn man die Tasten hier sieht und das Display halt einfach tot ist, weil ihr habt jetzt ein richtig großes Display. Der Blechrahmen, hier wird ja unser Radio gleich eingesetzt, der muss jetzt mal vorbereitet werden auf die Installation hier rein. Und dazu muss das Ganze hier ein bisschen verlängert werden, diese Auflagefläche. Und das stößt gerade aktuell an diesem Teil hier an. Und die 2 Schrauben brauchen wir gleich, um das hier mit daran zu befestigen. Und insofern müssen wir jetzt kurz mit dem Messer das hier abschneiden. Das war übrigens die alte Halterung von dem Stecker, die meines Erachtens völlig überflüssig ist. Also die kann man auch wegmachen, das Ding kann auch später irgendwo mal da hängen. Also manchmal muss man einen ganz kleinen Kompromiss machen. Hier Schraube raus. So. Abcutten. Okay, das ist ein bisschen mühselig, aber wer nicht so ein Werkzeug hat, der muss es halt mit dem Messer machen. Aber wir haben Werkzeug. Voila! Und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht geirrt habe. Es muss so hingehören, jawohl. Jetzt wird es da unten genau auf die 2 Schrauben festgeschraubt. Das können wir jetzt gleich mal fixieren, weil jetzt, damit wir es in endgültige Position bringen, muss natürlich auch das Radio erstmal installiert sein. Aber ich mag es jetzt so weit vorbereitet haben, dass wir das Radio nachher so direkt reinbekommen, ohne danach nochmal was zu machen. Das können wir auch gleich mal ausprobieren, wie das Ganze so passt. Den machen wir mal hier so rein. Und dazu hier alles in die Führungen. Ja, das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und jetzt können wir bitte auch gleich den Abstand von der Kante bis hier vorne dran messen, um nachher das Gerät auch an der richtigen Position einzustellen. Und da haben wir jetzt von der Kante bis davor 3,1 Millimeter. 3,1 Zentimeter. 3,1 Zentimeter. Ja, exakt so machen wir es. So, dann können wir das jetzt eigentlich auch schon wieder rausnehmen. Dann können wir das Blechteil jetzt wieder rausschrauben und am Multimedia-Gerät befestigen. Da aktuell bei unserem DMX7017 DABS und auch bei der Radioblende keinerlei Schrauben dabei sind, die wir für das Montieren des Bleches an dem Ding hier, an dem Gehäuse brauchen, legen wir zu der Radioblende immer die passenden Schrauben dabei, genauso wie die 2 Schrauben, die wir gerade eben verwendet haben, um diese Einheit hier zu montieren. All das legen wir euch natürlich dazu. Und jetzt können wir das miteinander verheiraten. Und zwar mit einem Abstand von 3,1 Zentimeter bis zu dieser Kante. Da liegt es nachher auf. Also müssen wir das Ding so rum reinmachen. Und dazu machen wir jetzt mal eine Schraube rein. Genau. Und die da hinten. Und dann werden wir natürlich auch gleich den ersten Probesitz versuchen. So Leute, wir haben jetzt bereits unseren vormontierten Radio von der Blechblende hier eingesetzt, haben den da unten mit 2 Schrauben zuallererst mal festgemacht. Wir haben tatsächlich oben nochmal die Schrauben neu reinjustieren müssen. Das war tatsächlich noch ein bisschen tiefer. Und wir haben das jetzt auch mit 5 Beilagscheiben pro Seite unterlegt, damit die Frontblende auch wieder passt. Das zeige ich euch jetzt auch. Diese Beilagscheiben legen wir euch natürlich in die Radioblenden-Zubehörtasche mit rein. So, und das Ding gehört jetzt da rein. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, jetzt passt es auch.
Dann kann man das auch wirklich nachmachen. So, alles da rein. Da oben, jetzt da oben passt er. So, und so können wir das Ganze doch jetzt wieder lustig festmontieren. Das heißt, die Position vom Autoradio ist jetzt fix. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch uns um die Elektrik kümmern. Das sind ein paar Handgriffe und dann sind wir ja schon fast fertig. Dann kommt jetzt GPS-Antenne, Bluetooth-Mikrofon und USB-Verlängerungskabel dran. Für die GPS geht es wirklich richtig einfach. Da hinten drin, hier kann man unten durchlangen, gibt es eine gerade Fläche. Da oben drin. Ja, also wer da reinlangt, der merkt die dann auch gleich. Und da können wir die Antenne reinmachen und so weit verkleben, dass die da liegen bleibt. Wo soll sie denn auch hin? So, Nummer 1. Jetzt kann man das Kabel nur nach unten ziehen zum Radioschacht und das war's. Kabel verlegt. Und das überschüssige Kabel können wir gleich da oben drin lassen. So, Ende. GPS-Kabel verlegt. Bluetooth-Mikrofon würde ich vorschlagen, hier an der Seite hinzumachen. Ja, das kann man hier schön kleben. Und wer sagt, kleben ist nicht so mein Ding, vielleicht kann er ja auch ein kleines Schräubchen hier reinmachen, Mini-Schräubchen durch das Kunststoff durch. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Mikrofon hier oben an die Vorbereitung hinzumachen, aber ich sehe davon ab, sofern es irgendwie geht, das zu meiden, über einen oder an einem Airbag-Sack zu arbeiten. Ich habe auch schon gesehen, dass die Leute da einfach ein Kabel drüber legen. Ich mag das euch erst gar nicht so klar machen, dass das funktioniert, deswegen mache ich es absichtlich jetzt hierher. Man muss ein Kabel schon speziell an einem Airbag-Sack vorbeilegen, damit, wenn der platzt, nicht mir zum Schluss das Kabel noch einen Schnitt ins Gesicht reinmacht. Das wäre nicht schön. Deswegen bleibe ich jetzt absichtlich hier unten. Ob das jetzt die optisch schönste Möglichkeit ist, ist jetzt mal einfach dahingestellt. Ich finde, da dran macht sich das gar nicht schlecht. Das Kabel können wir richtig schön da unten in der Fuge mit reinmachen und dann verschwindet es hinten drin. Wir können es schön verlegen. So mache ich das jetzt. So, einmal fest hindrücken. So, und jetzt können wir auch das Kabel da hinten rein machen. Schau mal einer an. Und dann ist das gleich ganz weg. Damit man das Kabel noch besser durchziehen kann, eine Schraube noch mal lösen, könnt ihr das ganze Teil hier wegmachen. Und jetzt können wir auch wunderbar das Kabel hier durchziehen bis zum Radioschacht. Gut. Den USB möchte ich nur unten rauskommen lassen, damit der flexibel bleibt, damit man hier was anstecken kann, einen USB-Stick dran machen kann oder auch sich adaptieren kann. Ich glaube, das spielt keine Rolle, wenn wir den einfach da unten ein bisschen rausgucken lassen. So, dann haben wir eigentlich alles beieinander. Den können wir nachher noch ein bisschen justieren, wenn wir die Konsole drauf machen. So, dann haben wir doch eigentlich alles beieinander. Dann kommen wir dem Ende jetzt ziemlich nahe, weil jetzt können wir unseren CAN-Bus-Adapter und unseren Anschlussadapter von Mini auf unseren ISO-Anschluss von unserem Kenwood machen. Wer dazu Beratung braucht, weil er sagt, na, ich habe doch jetzt eigentlich einen Pioneer oder wie auch immer, der ruft uns halt an auf 08331 99 0300 oder schickt uns über www.aas24.com/Kontakt eine Sofortnachricht. Dieser Anschluss hat, weil er auch für BMW geht, dieses eine Kabel, da steht Permanent Plus drauf. Das hängt normalerweise nur so rum. Beim BMW muss man das tatsächlich auf eine Dauerstromversorgung machen, also auf die Batterie oder im Sicherungskasten sich einen sicheren Dauerplus besorgen, weil BMW-Technik nach einer gewissen Zeit alles hier abschaltet, um Strom zu sparen. Das ist beim Mini, bei unserem Mini ist das nicht so. Ich habe es extra rausgemessen, dass dieses grün-rote Kabel hier an unserem Anschlussstecker, das schwarz-weiße, das braun-weiße ist die Masse und das da dran, das rot-grüne ist unser Dauerplus. Und es gibt Fahrzeuge, wo tatsächlich hier auf unserer Dauerstromversorgung vom Quadlock-Stecker nicht die passende Stromversorgung hat und sich da abschaltet. Deswegen gibt es extra diesen Pin, den man nachträglich auf Batterie klemmen kann zum Beispiel. Ich habe unser Permanent Plus auch auf unseren CAN-Bus Plus, das ist also praktisch schon abgegriffen bei uns hier im Kabelkit mit drin. Das ist die gleiche Farbe, gelb-rot, und habe dieses
längere Kabel einfach auf unseren anderen gelb-roten wieder drauf gelötet und habe das zusammen gemacht und damit bin ich schon safe. Wie gesagt, wer damit im Fahrzeug Probleme hat, müsste eventuell dieses Kabel auf Batterie oder auf eine Permanent-Plus-Versorgung bringen. Glaube ich aber, dass es bei Mini überhaupt gar nicht nötig ist, weil bei uns im Mini ist es auch nicht nötig. So, und jetzt können wir das Ganze hier zusammenstecken und haben die Stromversorgung und die Lautsprecheranschlüsse bereits da. Wir haben jetzt noch unseren Piezo, der hier mit dran ist. Den legen wir bis da hoch und hängen den bloß hier hinten rein, hinter dem Tacho, damit der da rumquäkt, wenn irgendwelche Fehlermeldungen, Servicemeldungen und Warnmeldungen kommen. Dann gibt er Töne von sich, den Rest können wir wieder zusammenwickeln und dann kommen wir noch zum Thema Antenne. Wir haben jetzt noch das Stromanschlusskabel vom Autoradio, das wir jetzt hier andocken können mit ISO auf Strom und ISO auf Lautsprecher. Und alle Kabel, die jetzt noch hier rumhängen, die sind aktuell ohne Bedeutung, weil wir hätten jetzt hier noch ein Reverse, das ist für Rückfahrkamera, Speedsignal brauchen wir in dem Fall jetzt auch nicht mit anschließen und Parking Brake auch nicht, weil wir machen hier an unserem Anschluss, da sind nämlich noch ein paar Kabel nicht belegt, und zwar die zwei hier. Das ist ebenfalls wieder ein Anschluss für Rückfahrkamera, also für das Einlegen des Rückwärtsgangs. Das brauchen wir gar nicht, das zwicken wir jetzt gleich ab. Können wir verwenden, wenn wir eine Kamera haben. Und die Parking Brake Switch, die hängen mir in dem Fall auf Masse, dass das Gerät voll bedienbar bleibt, auch während der Fahrt. So, das ist jetzt mal die Antenne und die hat bisher ja nur UKW gemacht. Unser neues Radio macht ja auch DAB+ und dafür braucht man extra Antenneneingang. Bisher kommt vorne am Radioschacht nur ein UKW-Kabel raus, so wie man es kennt, dieser komische Propfen, den man auf den Antennenanschluss vom Autoradio steckt. Und wir brauchen aber ein weiteres Kabel. Und damit wir es uns jetzt ganz einfach machen, gibt es einen Antennensplitter. Zugegebenermaßen funktioniert es nicht bei absolut jeder Antenne, aber wir haben es hier ausprobiert. Jeder, der die Antenne bei sich auf dem Mini auf dem Dach hat, kann den 4721.01 nehmen. Wir verlinken euch das natürlich unten im Videobeschreibungstext. Und wir schließen den vorne jetzt mal zusammen an und haben dann UKW und DAB-Empfang. Wir haben jetzt bei uns im Radioschacht, das ist das alte UKW-Kabel. Bei BMW schaut es halt so aus und oft sind es solche Kabel, die rauskommen. Aber beim BMW haben wir das und können den Anschluss direkt am Splitter anschließen. Da steht nämlich in. Das heißt, das eine Antennenkabel, das bis zur Antenne hochgeht, geht jetzt hier rein. Und dieses elektronische Bauteil kann tatsächlich AM und DAB aufsplitten. Und jetzt haben wir, sieh an, einen UKW-Anschluss und einen DAB+-Anschluss. Dadurch, dass die Elektronik auch Strom braucht, haben wir hier noch einen Anschluss dran für Plus und den haben wir auch hier bei unserem Stromanschluss vom Autoradio. Da kommt Antenna Connect, manchmal steht auch Remote dran. Und das kann man alles miteinander zusammen machen und zusammenstecken. Die zwei müssen wir miteinander verbinden, weil dieser Ausgang führt einfach 12 Volt, sobald das Autoradio an ist. Also erst dann bekommt auch der Antennensplitter die notwendige Stromversorgung. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um unser Radio anzuschließen. Damit wir auf so einen UKW-Anschluss auch diesen Anschluss draufbringen, gibt es diesen Adapter. Den habe ich euch auch im Videobeschreibungstext unten drin. Jetzt können wir das Ding anklemmen und da haben wir DAB, da haben wir hier, Klick. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch alles? So viel ist es gar nicht mehr. Wir haben eine GPS-Antenne, wir haben das Mikrofon für Bluetooth, wir haben den USB-Anschluss, der ist hier. So, das war zumindest von der Peripherie alles. Und jetzt können wir noch unseren Stromanschluss dran machen. So. Alles angeschlossen, können wir natürlich jetzt unsere alte Position übernehmen. Also es ist genügend Luft dahinter, dass die Kabel alle untergebracht werden. Jetzt machen wir die vorderen zwei Schrauben mal wieder unten rein. Fest. Ja, checken wir halt erstmal, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Schlüssel rein. Start, Zündung an. Yeah, Radio geht schon mal an. CAN-Bus funktioniert. Und übrigens, wer Lenkradtasten hat für laut, leise, vor, zurück, ich weiß gar nicht, ob es das bei Mini überhaupt gibt bei dem Baujahr,
Schau an, muss ich, kommt auch schon. Das machen wir gleich mal aus. GEMA frei hier. Für den gibt es auch ein anderes CAN-Bus-Interface. Also einfach uns anrufen, kontaktieren, wer sich nicht ganz sicher ist. Aber wir machen euch auch im Videobeschreibungstext den Link zu dem CAN-Bus-Interface für Fahrzeuge mit Lenkrad-Fernbedienung. Wir gehen jetzt mal hier rein und schauen mal hier, wir hören ja schon DAB. Das heißt, schauen wir mal, was wir so empfangen. Okay, da ist doch schon eigentlich alles da, was das Herz begehrt. Den lassen wir noch ein bisschen suchen und lassen laufen. Also das funktioniert richtig gut. DAB ist da und dann können wir natürlich noch umschalten auf zum Beispiel, wo haben wir denn, normales Radio? Hier. Und was haben wir hier? Sendersuchlauf. Oh, einwandfrei, findet jeden einzelnen kleinen Viertsender. Also Antenne funktioniert prima und super. Und weil das Fahrzeug nicht unbedingt gerade das einfachste Fahrzeug ist, das wir je zusammen mit im Video auseinandergebaut haben, bauen wir das jetzt auch wieder gemeinsam zusammen, damit wir alles wieder so hinkriegen, wie es auch am Anfang war. Dann mal die Ambiente-Beleuchtung wieder dran. Dann haben wir ja hier 2 Stecker. Wir müssen mal hier ein bisschen näher ran. Die Blende wieder nach hinten. So. Okay. Wie komme ich jetzt an die Stecker dran? Na, das könnte ja mal lustig werden. Okay, ich glaube, ich gehe noch mal zurück. Gut, der ist drin. Und der? Jawohl, auch drin. So, dann führen wir den schön unten ein. USB-Kabel. So, jetzt haben wir das. Das USB-Kabel lassen wir mal so. Und jetzt oben wieder in die Führung rein. So, das Ding gehört genau so hierher. Und jetzt machen wir die 2 Schrauben hier rein. So, das Ganze natürlich auf der linken Seite. Hey Leute, jetzt weiß ich auch, warum das eine Loch unterhalb der Konsole gar nicht gebohrt war. Da kommt ihr eh nicht mehr hin, weil die ganze Einheit jetzt viel weiter unten ist. Und da wäre ja die 30er Torx drin gewesen. Aber ey, Leute, das Ding ist so prügelfest, da geht eh nichts weg. Also die Schraube, die muss man echt getrost weglassen. Wir können jetzt die Mittelkonsole wieder festmachen. Und dann fixiert sich echt alles. Tacho zurückbauen, Stecker nicht vergessen. Klick. Und den machen wir jetzt rein. 4 Schrauben erstmal. So, das ist nachher die Halterung für oben. Jetzt können wir die Seitenteile wieder dran bauen. Ja, da waren unten 3 Stück drin und der Deckel hier drüben unten 3 Stück. Und die da unten drin nicht vergessen, die machen wir auch gleich noch rein. Eigentlich können wir auch die da oben gleich wieder reinmachen. Die hier. So, das gehört hier oben in die Führungen rein. Glück drin. Gut, das passt. Den Deckel wieder unten rein. Den können wir natürlich erstmal oben wieder anklippen und von unten wieder mit 3 Schrauben festmachen. Als nächstes wird ja die Abdeckung kommen. Die fällt aber völlig flach, weil die hat jetzt doch das, dass das Ganze von oben nach unten rutscht, ist gar kein Platz mehr. Sieht man aber auch überhaupt gar nicht mehr, das fällt null auf. Wir machen jetzt die Gummiablage hier noch mit rein und damit ist das Thema hier auch unten auch erledigt. So. Und hey, da glotzt niemand unten rein. Alles gut so. Schaut echt Bombe aus und jetzt geht's oben weiter. So, und da hinten drin ist jetzt auch noch eine. Bevor wir die Tachoverkleidung drauf machen, muss natürlich alles, was drunter ist, fertig verschraubt sein. So, das war's. Jetzt kommt die Tachoverkleidung drauf. Anstecken. So, da hinten die langen Nasen zwischen reinführen und jetzt reingeführt. So, jetzt passt es auch. Jetzt noch 4 Schrauben rein, jeweils 2 pro Lüftungsschacht. Der dahinter, genau, jetzt passt's. Jetzt kommt unsere Abdeckung hier noch mit rein. Die wird nur geklippt.
Klick. Das war's. Das war's. Und einmal dieses Teil noch rein. Lenkelement ganz runter. Hier durchdrehen. Einmal komplett durchdrehen. Und wieder reinstecken. Yeah! Die letzte Schraube. Und jetzt können wir die Deckel hier drauf machen. Der Deckel gehört hier rein. Ja, genau so. Das funktioniert. Gut, das war's. Voilà, die Arbeit ist getan. Wir haben jetzt nicht nur ein Doppel-DIN-Radio drin mit 7 Zoll Displaygröße, sondern jetzt auch Navigation, und zwar via Apple CarPlay. Für alle Android-User haben natürlich jetzt auch Android Auto drin, das Pendant zu Apple CarPlay. Und wir können natürlich auf die Software vom Multimedia-Gerät zurückschalten, hier DAB hören und eine riesen Sendeliste jetzt abhören und haben einen riesen Spaß an der Sache. Ich finde, das schaut echt geil aus jetzt und kann sich so sehen lassen. Wer es jetzt nachmachen mag, der darf das jetzt gern machen mit den paar kleinen Kniffen, wo wir gesagt haben, okay, ganz einfach ist es wirklich nicht. Aber jetzt mit der Anleitung, wo welche Schrauben versteckt sind, wie was überhaupt rausgeht, die kleinen Kniffe mit der Antenne, mit dem CAN-Bus-Anschluss, das dürfte ja jetzt alles für euch kein Problem mehr sein. Ansonsten klickt die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein weiteres Video, wenn es weiter um solche Exoten geht, wie den Mini R55 oder das gleiche Baujahr. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant, sowas mal zu machen, und werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch öfters bringen. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.